Es ist mal wieder Zeit für ein Laos-Update. Es ist schon wieder ein Monat her, dass ich das gemacht habe. Und unter der Woche gab es einmal wieder eine Lockdown-Verlängerung. Und zwar bis zum 2. September dieses Mal. Und das zieht natürlich auch einige Maßnahmen mit sich. Und was das genau ist, darauf gehe ich in diesem Video ein. Also, wenn du Interesse daran hast, dann bleib dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Laos befindet sich aktuell in der Mitte der Regenzeit. Das ist aber kein Regen. Die letzten 2 Tage ist einfach brutal heiß, also einfach nur Schweiß. Ich sitze seit 10 Minuten draußen und bin nass geschwitzt. Also, da einfach drüber hinwegschauen. Ja, wenn du das erste Mal hier bist auf dem Kanal und dich interessiert Laos, das Reisen in Laos und wie das Leben hier so aussieht, dann lass doch direkt mal ein Abo da. Dann erfährst du immer mal wieder was Neues, wie es hier so aussieht. Ja, steigen wir durch. Und zwar erstmal mit dem Klassiker Covid. Das ist ja auch der Grund, warum ich letztendlich hier bin, seit fast 1,5 Jahren jetzt. Die nackten Zahlen sehen aktuell folgendermaßen aus. Also es gibt hier mittlerweile etwa 12.500 Covid-Fälle. Gerade erst heute waren es wieder über 300. Also aktuell bewegt es sich sowieso in diesem Spektrum 300-400 Fälle pro Tag. Und die meisten davon nach wie vor im Süden des Landes, also Vientiane, die Hauptstadt hier in Laos, und die südlichen Provinzen, sowas wie Savannah Cat und Champasak. Denn in diesen Gegenden reisen nach wie vor täglich Hunderte von Wanderarbeitern ein, die aus Thailand zurückkehren. Und dementsprechend haben die Krankenhäuser, die Impfzentren und alles, was letztendlich daran hängt, unfassbar viel zu tun da unten. Und was natürlich sehr erschreckend ist, dass 35% und mehr der Menschen, die zurückkehren hier nach Laos, Covid-positiv getestet werden. Dementsprechend werden da permanent neue Kapazitäten aufgebaut, um letztendlich diesen Menschen irgendeinen Quarantäneraum zur Verfügung zu stellen. Also da unten geht es ganz schön ab. Im Norden von Laos ist es ein bisschen entspannter. Also ich bin selbst ja in Luang Prabang hier im Norden. Hier nur in Prabang zum Beispiel gab es zuletzt 3 Fälle. Das waren 3 Fälle, die ebenfalls importiert waren. Also es wird hier immer unterschieden zwischen Imported Cases und Community Spread. Community Spread gab es hier zuletzt eigentlich gar nicht. Also wenn dann überhaupt mal Imported Cases, und die müssen sich dann, wie gesagt, in Quarantäne begeben, so wie überall. Ein weiterer Hotspot ist dann nochmal die Provinz Bokeo, also im Nordwesten des Landes, denn dort ist auch eine Special Economic Zone, in der auch viele Chinesen operieren. Also ich denke, das ist die gleiche Situation im Süden, wo einfach auch viele Wanderarbeiter unterwegs sind. Mittlerweile hat Laos leider auch 11 Tote zu verzeichnen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Der letzte Todesfall war sogar eine junge Mutter von 26 Jahren, die auch gerade erst entbunden hatte. Das sind jedenfalls erstmal die nackten Zahlen. Das Ganze zieht natürlich auch gewisse Maßnahmen mit sich. Also wie gesagt, jetzt unter der Woche wurde der Lockdown hier wieder verlängert um 2 weitere Wochen bis zum 2. September. Hier heißt es, und ich denke, das interessiert die meisten, die jetzt gerade zuschauen, was das Thema Reisen angeht. International and customary land and water borders and checkpoints around the country will remain closed, with entry only for authorized persons and transportation vehicles. Tourists and visitor visas will not be issued to foreigners. However, diplomatic personnel, employees and international organizations, experts and investors with urgent requirement to enter the country will granted entry but must comply with all COVID-19 prevention measures issued by the government. Also, wenn du vorhast, nach Laos zu kommen, als Tourist nach wie vor keine Chance. Also für mich gibt es auch nach wie vor keine Chance, über den Landweg auszureisen. Allerdings gibt es andere Möglichkeiten. Also wenn du beispielsweise Diplomat bist. Gut, das sind jetzt die wenigsten. Aber wenn du ein Angestellter einer internationalen Organisation bist oder ein Expert und einen Arbeitsvertrag hier vorweisen kannst mit einer laotischen Firma oder einfach einer internationalen Firma, die hier in Laos ansässig ist, dann kannst du hier nach Laos kommen und du bekommst auch dein Visum. Ich selbst kenne auch eine Handvoll von Leuten,
die auf dem Weg hierher gekommen sind, die für internationale Organisationen tätig sind oder beispielsweise hier für die Universität tätig sind. Und die sind, wann sind die hergekommen? Ende letzten Jahres, also quasi in der Mitte dieser Pandemie. Also es ist möglich, aber halt nicht als Tourist. Das Reisen innerhalb des Landes ist möglich. Allerdings nur in den Regionen, die halt keine Red Zone sind. Da muss man letztendlich immer in den Nachrichten schauen, wie es gerade tagesaktuell aussieht. Aktuell gibt es nicht viele Red Zones, das ist wirklich überschaubar. Das ist ja mal vereinzelt ein District und dementsprechend kann man sich hier im Land weitestgehend frei bewegen. Allerdings muss man immer seine Vaccination Card bei sich führen. Denn es gibt überall Checkpoints und es kann passieren, dass man kontrolliert. Passiert nicht immer von dem, was ich gehört habe, aber es kann passieren und dementsprechend muss man dann die Vaccination Card vorweisen oder alternativ, soweit ich weiß, halt einen negativen PCR-Test. Das betrifft das Reisen hier in Laos. Weitere Maßnahmen, die aktuell noch in place sind, ist sowas wie Pubs and Bars, Karaoke Bars, Entertainment Venues, Cinemas, Snooker Halls, Bars and Internet Cafes are to remain closed across the country. Ja, so viel zur Theorie. Hier vor Ort sieht das ganz anders aus. Hier ist alles möglich. Also während die Health Workers wirklich richtig reinhauen und versuchen, viele Menschen zu impfen und was auch immer, wird es von der Gesellschaft nicht unbedingt mitgetragen, ist aktuell mein Eindruck. Also viele Leute machen eigentlich, was sie wollen. Und zudem werden diese Maßnahmen auch von den Local Authorities nicht wirklich umgesetzt. Also man sieht eigentlich gar nicht, dass das irgendwie wirklich gehandhabt wird, sondern mittlerweile habe ich persönlich den Eindruck, das Wort Lockdown ist mehr ein Buzzword und die Maßnahmen sind mehr, ich sag mal, gut gemeinte Ratschläge, aber jetzt keine wirklichen Restriktionen. Das ist Laos. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Kann jeder für sich selbst entscheiden, was er davon hält. Ansonsten sind diese Maßnahmen nach wie vor das gleiche wie noch im vergangenen Monat. Es hat sich nicht besonders viel verändert. Deshalb möchte ich noch über ein anderes Thema sprechen, das aktuell Aufsehen erregt hier in der Gesellschaft. Und zwar ist es das Thema Strom. Ich hatte vor 2 oder 3 Monaten hatte ich mal erwähnt, dass die Electricity Company hier, also es gibt nur eine Electricity Company hier im Land, announced hat, dass sie einen 3% Discount gibt aufgrund des Lockdowns und weil die Leute ein geringeres Einkommen dadurch haben. Was natürlich erstmal ein gut gemeinter Move war. Allerdings stellt sich das in der Realität etwas anders dar. Denn die Rechnungen sind nicht um 3% geringer geworden. Es ist sogar das absolute Gegenteil. Die Rechnungen sind brutal angestiegen. Und nur mal ein paar Beispiele zu geben. Also für mich selbst, meine Rechnung war zwischenzeitlich um 200% gestiegen. Ich habe jetzt nicht mehr Strom verbraucht. Ich meine, ich habe nicht mal einen Kühlschrank. Meine Waschmaschine läuft mit kaltem Wasser. Also was habe ich hier für einen großen Stromverbrauch? Das Einzige, was Strom verbraucht, ist meine Klimaanlage, aber der Verbrauch ist konstant. Und ansonsten brauche ich Strom, um meine Geräte aufzuladen, mein Handy oder Kamera oder was auch immer. Ein anderes Beispiel. Ich weiß von Unternehmern hier vor Ort, dass deren Rechnung bis zu 2500% angestiegen ist. Was ist das denn, bitteschön? Also, mal ehrlich, was ist das auch für ein Dick-Move, muss man mal ganz klar sagen. Sich hinzustellen und sagen, hey, wir verstehen, ihr seid in Nöten, wir geben euch 3% Rabatt und dann erhöht man die Rechnung um, in meinem Fall 200% und in anderen Fällen bis zu 2500%. Das geht mal gar nicht klar. Und dann stellen sich hier Pressesprecher hin und hauen so eine Statements raus wie, ja, vielleicht checkt ihr mal, ob die Nachbarn nicht euren Strom klauen. Daran könnte es doch liegen. Sag mal, Leute, wollt ihr uns verarschen? Das ist doch wohl ein Witz. Und wenn man dann ins Customer Service Büro von der Electricity Company geht und fragt, woran das denn liegt, null Auskunft. Also, es wird einfach geschwiegen. Ich kapiere es nicht. Also ich denke dann auch so, welcher Normalverdiener, also laotischer Normalverdiener, kann das denn noch bezahlen? Ich finde es einfach unmöglich. Der gesetzliche Mindestlohn hier im Land, der beträgt umgerechnet etwa 110 €. Und jetzt stellt man sich mal vor, dass 30% deines Einkommens für Strom drauf geht
Also wer kann sich das denn noch leisten? Also das ist, sorry, habe ich kein Verständnis für. Auch die ganze Kommunikation, die da stattfindet, beziehungsweise die Nicht-Kommunikation ist einfach unterste Schublade. Mir fehlen auch ein Stück weit die Worte. Also, wenn das hier jetzt zufällig mal jemand sieht, der für die Electricity Company hier arbeitet, schreibt doch gerne mal einen Kommentar, woran es liegt. Ich bin mir sicher, dass die Leute es gerne wissen wollen würden. Also das Thema, das tut hier vielen Menschen richtig viel finanziell. Dass es hier dann halt auch das alltägliche Leben letztendlich ein Stück weit auch aussieht. So viel dazu erstmal. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich in den vergangenen 6 Monaten jede Woche mindestens ein Video rausgehauen. Und jetzt mache ich mal eine kleine YouTube-Pause. Ich habe nämlich einige andere Projekte, die mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit brauchen. Aber ich komme wieder. Ich weiß noch nicht genau wann. Dementsprechend einfach Kanal abonnieren, Glocke drücken und dann seht ihr, wenn es weitergeht. Oder alternativ meinen sozialen Kanälen folgen, dann wisst ihr auch Bescheid, wann es was Neues gibt. In meinen sozialen Kanälen wird es nach wie vor immer mal Updates geben. Mein Foto, meine Statusmeldung und so weiter. Das war es erstmal von mir. Ich gehe jetzt in die Sommerpause quasi und ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. In diesem Sinne, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald.